Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Kunde. Bei uns kommt es auf die Größe an. 1964 feierte der Kaiju Eiga seinen 10. Geburtstag. Das Genre erfreute sich extremer Beliebtheit bei den Zuschauern und die Filme konnten ordentlich Geld in die Kassen der Toho spülen. Mit Sandai Kaiju Chikyu Seidai no Kessen erschien am 20. Dezember 1964 der dritte Kaiju-Film in einem Jahr. Im April traf Godzilla auf Mothra. Im August wollte eine gigantische außerirdische Qualle namens Dogora die Edelsteine der Erde für sich beanspruchen und nun im Dezember 1964 erschien der goldene Drache König Ghidorah auf der Leinwand. Mit diesem Kaiju erschuf das Team rund um Regisseur Ishiro Honda und Effektmeister Eiji Tsuburaya eines der Aushängeschilder des gesamten Genres. Wie der Film zustande kam und welche Auswirkungen er auf die Reihe hatte, schauen wir uns nun einmal näher an. Wir wünschen viel Spaß dabei. Das Intro mit den kurzen Kampfsequenzen und Standbildern, gepaart mit Akira Ifukubes toller Musik, ist bereits ein Highlight. Zwar ist es im Film nicht deutlich zu erkennen, doch man merkt schon, dass der Fokus nun mehr und mehr auf die Kaiju gerichtet wird. Schließlich traten bisher noch nie gemeinsam so viele Kaiju auf wie hier. Die Geschichte ist fast 1:1 von Dogora übernommen worden. Erneut sehen wir hier Verbrecher und Kaiju-Action. Die Mischung zwischen den Kaiju und Gangstern ist sicherlich für den einen oder anderen Zuschauer gewöhnungsbedürftig. Regisseur Honda war bei diesem Dreh wieder sehr fleißig und viel unterwegs. Gedreht wurde unter anderem in Gotemba, Yokohama und im Tokyoter Ueno Park. Doch der eigentliche Star des Films ist das neue Kaiju Kingu Ghidorah. Im Entwurf von Autor Shinichi Sekizawa hieß es zu Ghidorah nur: Es hat 3 Köpfe, 2 Schwänze und die Stimme einer Glocke. Ghidorah ist eine Anlehnung an Yamato no Orochi, einem 8-köpfigen Drachen aus der japanischen Mythologie. Spekulationen zufolge soll Ghidorah an den ersten chinesischen Atombombentest vom Oktober 64 angelehnt sein. Doch Honda widersprach diesen. Autor Sekizawa beschreibt die Herkunft des Drachen aus den Tiefen des Weltalls. Er rottete die Bevölkerung der Venus aus und machte den Planeten unbewohnbar. Einige Bewohner der Venus flohen auf die Erde und vermehrten sich mit den Erdlingen, sodass ihre Spezies irgendwann verschwand. Somit wären wir heute alle auf eine Art Außerirdische. Mit Ghidorah wurde ein Kaiju eingeführt, welches erstmals größer ist als Godzilla. Regisseur Honda erinnerte sich: Es war gar nicht so einfach, alles zu bewegen. Er war schwerfällig und nicht gerade elegant in der Luft. Aber die Kinder mochten ihn. Er ist wahrscheinlich eines unserer besten Kaiju. Trotz der Übermacht der irdischen Kaiju schaffen sie es nicht, Ghidorah zu besiegen. Für das Design war Akira Watanabe verantwortlich. Watanabe ist einer der stillen Helden hinter der Kamera des Kaiju Eiga. Seine Arbeit im Spezialeffekte-Team war eine der kreativsten des Genres. Zuerst wollte man Ghidorah rot, blau und gelb gestalten. Auch sollte er regenbogenfarbene Flügel haben. Doch das Team entschied sich dazu, ihm die ikonische goldene Farbe zu geben. Das Kostüm wurde unter Zusammenarbeit von Taitsu Toshimitsu und Kaizu Murase sowie den Yagi-Brüdern angefertigt. Die Animation Ghidorahs ist wohl eine der aufwendigsten, die überhaupt gemacht wurden. Für seine 3 Köpfe, 2 Schwänze und 2 Flügeln mussten jeweils 1 Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden. Neoliberal gesprochen ist Kingu Ghidorah ein einziges Konjunkturpaket. Die großartigen Gravitationsstrahlen stammen von Satao Tezuka, einem Meister der optischen Effekte. Er hat auch den Strahl von Ultraman animiert. Angeblich wurde das schrille Trällern Ghidorahs mit einer elektronischen Orgel erzeugt. Ich glaube dem, frage mich aber, wie es gemacht wurde. Das ist das Tolle an so alten Filmen. Der Zauber, wie etwas animiert wurde, ist noch immer vorhanden. Ursprünglich war geplant, eine erwachsene Mothra im Film gegen Ghidorah antreten zu lassen. Doch für Ghidorah und Rodan waren bereits mehr als genug Leute beschäftigt. Den Schmetterling noch zu animieren wäre unmöglich gewesen. Daher entschied man sich, auf die Raupen zurückzugreifen. Im Vorgänger Godzilla und die Urweltraupen schlüpften aus Mothras Ei 2 Raupen. Doch nur eine tritt hier auf. Laut den Shōbijin starb eine der beiden Raupen. Aber warum, wird im Film nicht erläutert. Für den Schmetterling ist dies der 3. Auftritt in einem Kaiju-Film und von nun an ist sie ein fester Bestandteil der Reihe.
Das Kaiju Rodan hat hier erst seinen zweiten Auftritt. 1956 erschien mit Sora no Daikaiju Radon ein sehr beeindruckender Beitrag des Genres, in dem der Flugsaurier wirklich gut überzeugen konnte. In diesem Film, was ein erster Godzilla-Film auch ist seine Erscheinung nicht besonders eindrucksvoll. Das Design wurde ebenfalls geändert und leider kommt es nicht an das Original von 1956 heran. Godzilla und Rodan werden hier auch als erbitterte Rivalen vorgestellt. Diesen Status haben die beiden bis heute und konnte zuletzt im Film Godzilla King of the Monsters von 2019 gesehen werden. Das Kostüm für den König der Monster ist dasselbe wie im Vorgänger. Jedoch musste der Kopf erneuert werden, da dieser im letzten Teilstock mitgenommen wurde. Das Verhalten der Kaiju selbst ist sehr viel menschlicher und infantiler als noch in die Rückkehr des King Kong, der ja von Anfang an als Satire gedacht war. Doch bei diesem Film ist es schon sehr auffällig und gerade wenn man die ernsthafteren Produktionen bevorzugt, ist die schon sehr störend. Die Kaiju werfen mit Felsbrocken um sich und haben sehr kreative Kampfchoreografien. Hier kommt es zu verschiedenen Auffassungen von Regisseur Honda und Spezialeffektemeister Eiji Tsuburaya. Tsuburaya fand diese Art der Gestaltung der Kämpfe nicht schlimm, Honda hingegen war davon nicht begeistert. Das stellte nicht ihre gute Zusammenarbeit in Frage, zeigte aber, dass die beiden Männer unterschiedliche Herangehensweisen hatten. Für den weiteren Verlauf der Godzilla-Reihe ist die Szene, in der die Kaiju miteinander kommunizieren, wegweisend. Nicht, dass eine Kommunikation zwischen den Kaiju schlecht wäre, ganz im Gegenteil. In Godzilla Kampf der Saurier-Mutanten von 1992 unterhalten sich Mothra und Batra über einen Meteoriten, der die Erde vernichten wird. Ungeheuerlich. Man könnte annehmen, die beiden unterhalten sich. Ja, da entsteht wirklich sowas wie eine Kommunikation. Solche Szenen sorgen dafür, dass die Kaiju nicht nur als tumbe Kreaturen wahrgenommen werden. Doch die Art und Weise, wie die Szene hier umgesetzt ist und wie es rübergebracht wird, sorgten unter anderem dafür, dass die Godzilla-Reihe nun mehr und mehr ins Vermenschlichen der Kaiju fortgeführt wird. Im Bereich der Spezialeffekte schwankt der Film gewaltig zwischen absolut grandios und geht gar nicht. Die Zerstörungen von Ghidorah sind so imposant gedreht worden, dass das Fanherz einfach höher schlagen muss. Schon die Entstehung Ghidorahs, wie er aus dem Meteorit emporsteigt, ist toll gemacht. Der durch seinen Flügelschlag erzeugte Wind, gepaart mit den flotten Kameraeinstellungen und Schnitte, als er die Städte zerstört, sind mehr als beeindruckend. Eine wirkliche Spitzenleistung von Tsuburaya und seinem Team. Aber die Handpuppenkämpfe zwischen Godzilla und Rodan, allgemein die Choreografie der Kämpfe, passen überhaupt nicht zu den tollen Vorgängern. Die Kämpfe sind aber schön flott geschnitten und lassen keine Langeweile aufkommen. Über die Art und Weise kann man anderer Meinung sein, aber sie sind temporeich und tricktechnisch beeindruckend. In diesem Film sind erstmals keine Szenen mit dem Militär gedreht worden. Ob es der Story geschuldet ist oder dem Budget, kann man nicht genau sagen. Man merkt dem Team aber an, dass mit 3 Kaiju-Produktionen so schnell hintereinander die Luft raus war und zeitlich alles schnell gehen musste. Die Kaiju werden dargestellt von Haruo Nakajima als Godzilla, Ghidorah von Shuichi Hirose, Katsumi Tezuka als Mothra und Rodan wird von Masahashi Shinohara verkörpert. Yosuke Natsuki sehen wir als Polizist Shindo. Er hat hier seinen letzten Auftritt in der Showa-Ära. In Godzilla die Rückkehr des Monsters von 1984 spielt er aber, nach meiner Meinung, die Rolle des Dr. Hayashida sehr eindrucksvoll und würdig. An Natsukis Seite sehen wir wie in Dogora Akiko Wakabayashi. Sie spielt die Prinzessin Salno, die von der Königin der Venus in Besitz genommen wird und versucht, die Menschheit vor Ghidorah zu warnen. Hiroshi Koizumi und Yuriko Hoshis Charaktere haben zwar andere Namen als im Vorgänger, jedoch spielen sie im Grunde die gleiche Rolle noch einmal. Koizumi ist ein Wissenschaftler und Hoshi eine Reporterin. Die Zwillinge Emi und Yumi Ito treten erneut als Mothras Priesterinnen auf. Komponist Akira Ifukube hat für die beiden neue Lieder geschrieben, mit denen sie ihre Gottheit herbeirufen. Beide Zwillinge sehen wir hier zum letzten Mal im Kaiju Eiga. Die zwei haben mit ihrer Darstellung der Chobijin eine ikonische Arbeit geleistet, die bis heute anhält. In den Nebenrollen sehen wir Akiko Hirata, Takashi Shimura und Hisaya Ito. Stammkomponist Akira Ifukube hat für Ghidorah ein eindrucksvolles Leitmotiv geschrieben. Temporeich und kraftvoll donnert somit der Drache klangvoll durch die Städte.
Für Rodan hat er nichts aus dem Soundtrack von 1956 verwendet, sondern den Marsch des Kaiju Varan von 1958. Wenn Godzilla sich aus dem Meer erhebt, ist die Musik ähnlich wie im Vorgänger. Für Mothras Priesterinnen hat er ein neues Lied komponiert. Hört sich nicht schlecht an, will aber auch nicht richtig rüberkommen. Insgesamt ein solides Werk des Meisters. Am 20. Dezember 1964 riss der Goldene Drache die Zuschauer in seinen Bann. Die größte Monsterschlacht der Erde, so die deutsche Übersetzung des Originaltitels, war der vierterfolgreichste Film der Saison 1964-1965 und spielte 375 Millionen Yen ein. Somit war für die Toho klar, welchen Weg der Kaiju Eiga nehmen soll. Der Film konnte sich sehr gut an den Kinokassen behaupten und lag nur kurz vor den Einspielergebnissen wie die des Klassikers Red Bird mit Toshiro Mifune, der auch zu der Zeit herauskam. Ebenfalls wegweisend wird im kommenden Jahr das Erscheinen eines neuen Kaiju sein. 1965 kommt von den Daiei-Studios die Riesenschildkröte Gamera in die Kinos. Gamera wird sich auf dem Kaiju-Markt gegenüber Godzilla als dessen größten Konkurrenten entwickeln. Auch die Schildkröte kann auf eine stattliche Filmografie zurückblicken, jedoch nicht so umfangreich wie der König der Monster. Die Showa-Ära von Gamera ist bis auf den zweiten Teil der Reihe mit Kindern in den Hauptrollen besetzt und richtet sich auch an diese. Die Effekte in den Gamera-Filmen der Showa-Ära sind mit denen der Showa-Godzilla-Ära wirklich nicht zu vergleichen. Aber trotzdem lockten diese Filme enorme Zuschauerzahlen in die Kinos. Die Toho musste sich also an den Markt anpassen. Die Godzilla-Filme richteten sich nun an einer familienfreundlichen Unterhaltung. Doch diese Entwicklung werden wir uns in den kommenden Videos natürlich näher angucken. 1964 ist definitiv ein prägendes Jahr für den Kaiju Eiga. Mit 3 Kaiju-Filme, davon 2 Godzilla-Filme pro Jahr, was bisher nie wieder passierte, hat die Toho echte Klassiker produziert. Godzilla und die Urweltraupen gilt weltweit unter Fans als einer der besten Filme des Genres überhaupt und Ghidorah ist bis heute einer der populärsten und mächtigsten Gegner Godzillas. Der Goldene Drache wird im kommenden Film Befehl aus dem Dunkel ebenfalls wieder mit dabei sein und von da an ist er ebenso wie Mothra ein beständiger Teil des Kaiju Eiga. Ghidorah hat einen Auftritt in der Heisei- und Millennium-Ära Godzillas und selbst im Monsterverse von Legendary wurde er eindrucksvoll dargestellt. Wir werden dazu einen kurzen Blick auf dessen Filmografie im Video Mythos Ghidorah werfen. Nicht nur im Kaiju Eiga kann der Drache auf eine üppige Filmografie zurückblicken, sondern er taucht in vielen Comics und allen Videospielen auf. Im Film Independence Day von Roland Emmerich sieht man einen kleinen Jungen mit seiner Ghidorah-Figur spielen. Für uns deutsche Fans war dieser Film jahrzehntelang unbekannt. Erst 2011 brachte das Label 8 Films ihn auf DVD, später auch auf Blu-ray heraus. In Anlehnung an die deutschen Frankenstein-Titel aus den 60er und 70er Jahren wurde aus der größten Monsterschlacht der Erde, so der Originaltitel, zu Frankensteins Monster und Kampf gegen Ghidorah. Dadurch, dass der Film so spät zu uns kam, wurde auch in der deutschen Synchro alle Hinweise von Ghidorah im Nachfolger Befehl aus dem Dunkel herausgeschnitten. Die Filme der Godzilla-Showa-Ära hängen alle zusammen und bauen aufeinander auf, auch wenn dies damals noch nicht so groß gedacht wurde wie heute. Die Synchronisation des Films ist in Ordnung, aber mir persönlich gefällt die Aussprache des Namens Ghidorah überhaupt nicht. Kämpft zusammen! Schützt die Erde vor König Ghidorahs Überfall! Verstehen Godzilla und Rodan das? Einige sagen, das ist eine Anlehnung an die alten Zeiten, wo auch wild rumsynchronisiert wurde, aber mir persönlich hat schon immer die Verunstaltung von Namen gestört. Muss nicht sein. Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah inspirierte 2001 Shusuke Kaneko dazu, seinen viel gefeierten GMK zu drehen und selbst Hollywood kreierte fast 1:1 2019 in Godzilla 2 King of the Monsters einen wunderbaren Tribut an das Original von 1964. Mit diesem Film hat Regisseur Ishiro Honda das 4. ikonische Kaiju auf die Kinoleinwand gezaubert. 1954 erschuf er Godzilla, 1956 Rodan, 1961 Mothra und nun 1964 Ghidorah. 4 der populärsten Kaiju aller Zeiten sind von ihm filmisch umgesetzt worden. Zweifellos kann man auf den ersten Auftritt Ghidorahs verschiedene Blickwinkel und Meinungen haben. Der Veränderung von Godzillas Charakter zu einem Beschützer Japans mag zwar nicht jedem gefallen, doch Ghidorah wurde hier mehr als königlich in Szene gesetzt. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen.
Bis dann. Es war Frankenstein.